Und ja, ich musste hier eine kleine Pause jetzt einlegen. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Leider nichts für dich. Im Übrigen sind es die zwei Deutschen wieder. Oh, das sind gleich 2 Hunde. Oh, und 3. Dann habe ich ihn gefragt, ja, was macht ihr eigentlich hier? Sagt er, ja, er ist Police. Da muss ich jetzt mal lachen. Erklärt. Hey, go, verschwind du! Ja, was für ein Wetterle! Die Sonne lacht, es ist blauer Himmel, aber da hinten auf dem Berg sehe ich schon wieder eine Wolke. Irgendwie, ich weiß auch nicht, die will einfach nicht weichen, obwohl, ne, es sieht ganz gut aus. Ne, das war jetzt eine Täuschung. Ne, ich nehme alles zurück. Jawohl, die Peninsula ist frei von Wolken. Und schon geht's hin. Also war meine gestrige Prognose, beziehungsweise für euch das Video von vor einer Woche oder so, richtig, weil es hat geheißen, dass es heute schöner wird als gestern. Und dem ist auch so. Strahlend blauer Himmel, die Sonne lacht ja perfekt. Und schon geht's auf den Berg. Haben wir gut gemacht, haben wir richtig gemacht. Hier ist wieder Little Hong Kong, so nenne ich das. Mit diesen ganzen Hochhäusern hier, eins neben dem anderen. Und ja, heute versuche ich mal um diese ganze Halbinsel rumzufahren. Ich fange an, ja, in der hässlichen Hafenstraße. Das ist halt leider Gottes der Zugangsweg zum Einstieg in den Berg und fahre dann im Uhrzeigersinn einmal um diese Insel rum und dann bin ich mal gespannt, wo ich da rauskomme. Weil auf der anderen Seite ist ja dieses Ressort, habt ihr in dem anderen Video gesehen, wo ja dann die Straße endet, wenn man dahinter fährt. Also wenn man quasi entgegen den Uhrzeigersinn um die Insel rum möchte, wird einem der Zugang dann verwehrt. Jetzt bin ich mal gespannt, weil da hinten komme ich ja dann raus. Also wir werden sehen. Entweder ich komme irgendwie durch oder ich muss den ganzen Weg wieder zurück. Okay, dann schon mal viel Spaß bei diesem Video. Geisterfahrer voraus. So, also hier biegen wir links ab. Jetzt dachte ich, der biegt auch ab hier. Mensch, da fährt er doch geradeaus. Der Wiener, der kürzt gleich völlig ab. Es ist drauf. Da drüben ist Lady Buddha. Da wird man jetzt weiterfahren, wenn man ja, die Küstenstraße gegen den Uhrzeigersinn fahren möchte. Aber das wollen wir nicht. Also wir müssen hier entlang. Erstmal unten hier entlang zur Hafenstraße rechts hinter und dann greifen wir die ganze Geschichte von der anderen Seite an. Und hier wird schon wieder kräftig gefeiert, mitten unter der Woche. Ja, ist denn heute Feiertag oder wie? Das ist schon die zweite Party, die ich jetzt sehe auf der kurzen Strecke, die ich jetzt gefahren bin. Ja, Vietnamesen feiern anscheinend gerne. Ja, hier die Ampeln sind immer mit Timer, das finde ich auch ganz cool. Das könnten sie bei uns auch einführen. Hätte ich nichts dagegen, da weiß man immer genau, wie lange man noch warten muss oder ob man es vielleicht noch schafft, über die grüne Ampel zu kommen, wenn vielleicht noch ein paar Sekunden aufleuchten. So, hier rechts rum sind wir in der beschaulichen Hafenstraße. Hier stehen schon die ersten Trucks. Ich war ja früher als Kind immer Fan von diesen amerikanischen Trucks mit dieser langen Schnauze. Aber damals waren die noch eckig und nicht so hässlich rund wie jetzt und so abfallende Schnauze haben die jetzt. Die hatten halt noch so richtig schöne, gerade, lange, eckige Schnauze, aber die jetzigen, die haben halt alle diese komische, abgerundete, weiche Form. Nicht so schön, aber scheinen hier
ja, gang und gäbe zu sein. Irgendwie fahren die alle mit diesen Ami-Trucks hier rum. Und hier in der Straße stehen halt immer haufenweise welche rum. Da sind die ganzen Firmen und Containerfirmen und da waschen die dann ihre LKWs. Keine Ahnung, Speditionen. Oh, shit! Speditionen und alles. Dementsprechend schlecht sind auch irgendwie die Straßen hier oder die Straße. Also Obacht geben und nicht nur einhändig fahren. Ich packe mal die Kamera wieder weg. Hier müsste die Einfahrt sein, also man fährt nicht lange hier in der Straße, ist erträglich, aber ist so ganz unscheinbar. Aber was macht er hier? Irgendwie wenden, ja, das machen sie auch recht gerne. Und hier geht es in den Anstieg rein, jetzt geht es erstmal so 500-600 Höhenmeter hoch. Ich melde mich dann eher von oben wieder, vielleicht mal nur mal kurz vom Gatter, aber das kennt ihr schon vom anderen Video, wir wollen ja die andere Seite sehen. Ja, hier ist der Abzweig, wenn man jetzt hier rechts abbiegt, kommt man wieder an die Küste und fährt diese kleine, ja, beschauliche, einsame Straße da entlang mit schönen Ausblicken auf die Stadt, aber wir fahren geradeaus hoch auf den Berg. Ja, 32 Grad hier in der prallen Sonne. Krass, was für ein Wetterwechsel. Gestern war es so bewölkt und tiefster. Da ist zwar dann später auch die Sonne ein bisschen rausgekommen, aber es war lange nicht so heiß. Es war, keine Ahnung, 25 Grad Maximum. Heute 33 und ja, ich musste hier eine kleine Pause jetzt einlegen. Ich bin es nicht mehr gewohnt, hier irgendwelche Berge hochzufahren, schon gleich gar nicht bei der Hitze. Es ist Januar und ja, irgendwie ist man noch nicht so ganz im Tritt, aber kriegen wir schon. Weit ist es nicht mehr, ich habe schon die Kuppel gesehen von diesem Observatorium und dann gucken wir mal, dann kommen wohl ein paar so Wellen, aber da sind wohl auch ein paar so steile Teile dabei, so 18%, aber es geht zumindest nicht 500 Höhenmeter am Stück hoch. So, angekommen. Also irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich muss jetzt zweimal anhalten. Kein Druck auf dem Pedal. Boah, kaum Watt. Nee, das ist die Hitze oder steckt immer noch der Infekt in mir. Da drüben ist mein Rad. Jetzt gucken wir mal, weil heute dürfen wir eine bessere Aussicht haben. Steht da mitten im Weg hier. Richtig intelligent geparkt, dass man ja nicht durchkommt. Ja, heute sieht man mal was, nicht alles im Nebel wie das letzte Mal. Richtig schöner Weitblick. Gehen wir auch mal hier hoch. Mal gucken, wo der Kollege hinfährt, ob der auch den Weg hier weiter runter fährt, so wie wir dann. Oh ja, heute hat man einen schönen Blick. Hat sich gelohnt, hier hochzufahren. Das wäre auch ein Tag gewesen für den Haiwan-Pass, aber man kann halt nur eins machen. Man könnte auch beides machen, aber heute nicht und ich schon gleich gar nicht in meinem Zustand. Was macht er? Er fährt wieder runter. Vielleicht kam er von der Seite, ich weiß es nicht. Oh, und da oben das Observatorium, wo sie mich nicht reingelassen haben. Ja, an einem schönen Tag sieht sie auch schön aus. Wunderbar.
So, und ich mache mich jetzt hier weiter auf den Weg und jetzt gucken wir mal, wo es so lang geht. Es sollen ein paar so Rollerhügel kommen und manche sind wohl auch ein bisschen steiler. Und dann gucken wir mal, ob wir rumkommen hier um das Eiland. Ja, da ist auch nochmal so ein Teil hier, so ein Observatorium. Oder das ist das zweite, was man gesehen hat, im Anstieg wahrscheinlich. Radarstation, ah, okay. Gegen Eindringlinge. Wenn der Feind in den Luftraum eindringt. So, hier geht's wieder runter. Ja, so ein Rollercoaster-Kurs hier. Rauf, runter, rauf, runter. Aber irgendwo kommen dann nochmal die hässlichen Stellen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Na du. Leider nichts für dich. Bist du ganz alleine unterwegs? Ha? Wo sind deine Kumpels? Ha? Nächste da vorne, lass dich bloß in Ruhe da. Hau ab du. Ja, da sitzen sie alle hier. Ich komme in Frieden. Also, das ist dann eine der hässlichen Abschnitte hier. Geht's ordentlich rauf. Es waren gerade 17%. Ah. Oh, das sind es immer noch. Oh, der hört nicht auf. Uiuiui. Es war jetzt irgendwie wie da hinten höchste Berg Thailands. Am Schluss die letzten 7 Kilometer, die gehen nur zweistellig. 13, 14, 15, 16. Bis oben hin. Das war jetzt bloß ein Kilometer oder so. Ja. Aber wenn wir schon mal hier sind, jetzt gucken wir mal hier hoch auf den Felsen. Weil ich weiß nicht, ob ich hier ein zweites Mal hochfahre. Da kommen ein paar Wanderer. Oh, da geht's noch hoch. Oh, da geht's ja ganz hoch. Ich dachte bloß hier bis zu dem Vorsprung. Oh, es geht ganz hoch, aber schöne Aussicht schon mal von hier. Da hinten ist die Bucht. Ja, wunderbar. Hat sich rentiert, heute wenigstens hier hoch zu fahren. Und dieser Motorroller, der da im Weg stand, bei dem ersten Aussichtspunkt, war natürlich Deutsche. Ne? Bist du mitten in Vietnam und hast die Deutsche dann, die dir den Weg versperren mit ihrem Kackmotorroller. Ich wollte schon was sagen, aber naja, komm.
Das checken die eh nicht. Mir rinnt der Schweiß in die Augen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Boah, 32 Grad hier im Januar. Mit einem Mal sprengt es die Temperaturen. Da hinten ist die Straße, da wo man das Observatorium sieht. Die Kugel, ja, da geht so eine Schneise durch den Wald. Warte mal, sieht man das irgendwo hier? Und da geht die Straße hier entlang. Da kam ich her. So, jetzt latschen wir hier auch noch hoch, wenn wir schon mal hier sind, damit wir auch alles gesehen haben. Und damit ihr alles gesehen habt, hier ist Da Nang. Sieht man bestimmt gleich von oben noch viel besser. So, hier ist Da Nang. Super Ausblick. Perfekt. Da geht es dann weiter. Auf die andere Seite. Im Übrigen sind es die zwei Deutschen wieder. Die haben mich anscheinend mit dem Moped irgendwo überholt. Ich krieg sie nicht los. Kommst du hier hoch, dann hocken sie da wieder. Aber wenigstens haben sie diesmal den Zugang nicht versperrt. Ja, da hinten, da kam ich her, wo das erste weiße Radar, die Radarstation ist, und die anderen, das war dann der Gipfel vom Anstieg. Der ging irgendwo da hinten los. So, das Radl steht da noch, da hat keiner geklaut. Da sind sie wieder, die zwei. Jetzt haben sie sich mal auf einen Parkplatz gestellt. Schau an. Haben doch dazugelernt. Naja gut, hier hat es auch nicht angeboten, sich mitten in den Weg reinzustellen, weil da ging gleich die Treppe los. Schade, ne? Haben wir sich auf den Parkplatz stellen müssen. Ja, wünschenswert wäre gewesen, wenn dieser Shop da unten auf hätte. Dann könnte ich mir was zu trinken kaufen, weil so langsam geht die Flasche zur Neige. Ich habe nur eine dabei, da ist bloß ein Viertel drin. War doch anstrengender als ich dachte. Aber ich glaube, der Rest ist jetzt nicht mehr so schlimm. Das Gröbste müssten wir haben. Und ja, der Rest dann unten an der Küste ist dann auch nicht mehr so dramatisch. Da können wir es dann laufen lassen. Ja, hier nochmal der Blick aufs südchinesische Meer. Da sind, ich weiß nicht, ob ihr die sieht, zwei so Schiffchen, die da so dahin tuckern. Und hier ist nochmal der Blick zurück. Ja, richtig schön, da kann man sich gar nicht satt sehen. Da. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wo es lang geht, aber ich denke mal, da runter geht's. Das ist zumindest, sieht nach Hauptstraße aus. Hier gehen auch noch irgendwelche Wege lang. Wir können mal rein sneaken. Aber nee, da sneaken wir nicht rein. Das geht sehr steil hoch, habe ich jetzt keine Lust drauf. Und hier hinten, da geht es bloß zu diesem Turm da, zu diesem, was auch immer das ist, Funkturm. Wahrscheinlich. Da ist schon der Wachhund. Ich nehme dir schon nichts weg. Ist schon gut. Burschi. Da geht es dann bloß in das Areal anscheinend rein. Oh, das sind gleich 2 Hunde. Oh, und 3. Oh, jetzt wird es gefährlich hier. Ja. Ist schon recht. Das ist euer Festung hier, ne? Habt ihr in Beschlag genommen? Ja, das weiß ich doch. Ich komme ja auch schon gar nicht näher. Ihr habt mich ja schon überzeugt. Ich gehe ja schon. Safe fix noch 1. Ja. Oh, da kommt gleich die Nachhut an. Also gut. Es werden immer mehr. Ich muss hier weg. Schluss! Aus! Ab!
Ja, man muss nur streng sein, ne? Dann. Ja. Ist schon recht. Hältst du die Klappe jetzt? Schluss! Aus! Ja. Aha. Steht sogar ein Auto hier. Krass. Was machen die hier? Total verfallen alles. Hallo. Hallo. Ja, just look. Na, lustig, da kommen jetzt gerade die zwei Jungs daher in Jogginghose und Schlappen. Und hat er mir erklärt, hey, go, verschwind du. Kommt da hinter mir her, da der Kleine. Und hat er mir erklärt, dass das, also ich habe halt gefragt, was das hier ist. Und ja, so irgendwie so Ex-Militär, Tralala, Einrichtung, keine Ahnung. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was macht ihr eigentlich hier? Sagt er, ja, er ist Police. Da muss ich jetzt mal lachen. Ich gesagt, echt? Really? Police? You look so private. Hat er selber gelacht. Und, gesagt, und so jung. Und ich gesagt, you just started. Und ich gesagt, ja. Und dann habe ich gefragt, ob das seine Hilfs-Sheriffs da sind hier auf den 4 Beinen. Hat er gesagt, ja. Und es waren 5 Hunde sind sogar. Ich habe bloß 4 gesehen, aber es waren 5. Ja, und die sind halt einfach nur da und bewachen hier das Areal. Und ja, das ist denen ihr Job hier. Alles schlecht, ne? So in Jogginghose und Schlappen, aber vor der Polizei. Na gut, also ich fahre jetzt hier runter und dann schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Ja, das ist hier ein bisschen eine heftigere Sektion. Der Belag wird zunehmend schlechter, es wird steil, mal schauen wie das weitergeht, aber ja, so richtig laufen lassen möchte ich es hier auch nicht. Das ist jetzt der weniger schöne Abschnitt dieser Tour, aber es geht noch. Es ist zumindest betoniert und nicht irgendwie so ein Kieselweg oder Natur oder Sandweg oder was auch immer. Aber ziemlich rau, aber es geht. Und Hauptsache ich komme hier irgendwie rum. Ab und zu hat man auch mal einen schönen Ausblick aufs Meer oder durch die Bäume hier durch. Eieieiei. Ah, schüttelt es einen durch hier. Ah. Erinnert ein bisschen an Italien hier, an die Straßen in Italien. Wo man auch nicht so recht weiß, welche Linie man fahren soll, um den Löchern auszuweichen. I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Hello. They could erase us. Baby, did you forget to take your meds? Baby, did you forget to take your meds? I was alone, staring over the ledge, trying my best. Herrlich hier. Schaut euch das mal an. Da unten ist die Küstenstraße. Da unten geht sie lang. Das müsste eigentlich sein. Ja, ja, da fährt ein Auto da hinten. Ja, also wir fahren jetzt irgendwie da hinten gar runter. Da hinten sehe ich noch ein Stück von der Straße. Es wird wahrscheinlich hier über die Kante gehen. Also schön, schön, schön. Allerdings halt der Straßenbelag ist jetzt nicht mehr so der beste. Ich möchte jetzt auch nicht hier hochfahren. Lieber fahre ich hier runter. Weil ich glaube, das stelle ich mir jetzt nicht so toll vor hier hoch. Da war die andere Seite dann schon schöner. Auch mit den Ausblicken und so.
und mit den Viewpoints. Aber ja, wie gesagt, also das passt schon jetzt hier. Ich meine, in Italien ist es auch nicht besser auf manchen Bergstraßen. Und so weit haben wir es jetzt auch nicht mehr. Boah, also hier ist richtig steil. Hier hat es dauernd 16, minus 17, minus 18 Grad runter zu. Also hier möchte ich wirklich nicht hochfahren. Das ist kein Vergnügen. Ich weiß auch gar nicht, wo der Einstieg ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo ich da rauskomme überhaupt. Aber die sind ja auch kräftig schon am werkeln, reparieren und ausbessern. Und der Laubbläser war auch schon unterwegs, hat man gesehen, ein paar Wanderer. Aber also hoch zu ist hier, glaube ich, kein Vergnügen. Also da tust du dir keinen Gefallen. Lieber andersrum, so wie ich fuhr. Jetzt einfach mal hier die Affen im Baum und hauen sich den Bauch voll. Da oben raschelt es auch schon wieder. Boah, der hat mir jetzt minus 22 Grad hier angezeigt, an Gefälle, und jetzt sind wir irgendwie beim Ressort angelangt. Ich kann mir schon denken, das war hier, wo ich mit dem Rad ein bisschen rumfuhr, vorm Eingang. Okay, und das war gesperrt hier, da durften wir nicht hoch, aber gut. Wenn man runterkommt, dann darf man ja wohl durch, weil dass die einen da den ganzen Weg wieder zurückschicken, das wäre ja unverschämt. Ja, also von da oben kam ich. Es ist, wie gesagt, nicht sehr schön zum Runterfahren, zum Hochfahren. Wahrscheinlich noch weniger. Also 22% Rampen macht nicht wirklich Spaß. Na gut, aber den Weg hier, den kennen wir ja jetzt wieder. Jetzt sind wir hier am Ressort. Da kommt man wieder runter zur Küstenstraße und dann geht es wieder zurück nach Da Nang. Endlich mal wieder gescheiten Asphalt unter den Rädern, das passt. Oh, aber war eine schöne Tour mit schönen Ausblicken. Also war richtig gut heute. Das Wetter hat auch top mitgespielt. Konnten wir wenigstens was sehen. Waren wir nicht eingelullt von Nebel und Wolken. War perfekt. Mal gucken, vielleicht wird der morgige Tag auch noch mal schön. Vielleicht greife ich den Haiwan-Pass an. Mal sehen, aber heute irgendwie berghoch ging irgendwie gar nicht viel. Ich weiß nicht, was da los war. Ist es das Rad? Sind es die alten Knochen? Sind es vorangegangene Infekte? Ich weiß es nicht.
oder einfach nur der noch nicht vorhandene Trainingszustand. Die nächsten Wochen, das Frühjahr wird es zeigen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall von hier. Da unten geht die Küstenstraße los, da werden dann die anderen Affen warten, da sehen sie, da springen sie doch schon miteinander hier, die Jungs. Achtung, dass die mir hier vors Rad knallen. Irgendwie sind sie hier gerade rumgeschwungen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schöner alter Mercedes. Da ist schon wieder einer. Noch einer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen zum 3. Mal jetzt und wir sehen uns beim nächsten Video hier aus Da Nang, Vietnam. Und bleibt mir treu, drückt alle Knöpfe. Bis dahin, ciao, ciao.